Eigenes Gemüse anbauen, das kann glücklich machen. Genau, so wie es sein sollte. Das heute Abend aufs Brot. Ach, wie schön. Läuft festlich. Macht aber auch Arbeit. Erst recht, wenn es Bio sein soll. Hier sind 2 Stück. Igitt. Gegen Kartoffelkäfer ist leider kein natürliches Kraut gewachsen. Bioanbau und ökologische Landwirtschaft. Wie funktioniert das? Und schmeckt Bio wirklich besser? Wir treffen Bianca Quickenstedt und ihre Freundinnen. Super, wir freuen uns. Ja, wir sind gespannt. Nächstes Gartenjahr beginnt, kann losgehen. Genau. Das Wetter stimmt. Die Saisongärten auf Hofbuchwald in Nidderau werden eröffnet. Jetzt sind wir dieses Jahr im 6. Saisongartenjahr. Wer von Ihnen hier im Kreis ist denn neu? Einmal die Hand hoch, bitte. All die neu sind, ja. Mein Mann, der geniale Ingenieur, hat diesmal in die Mitte einen Grasweg gemacht. Dabei hat er sich ein bisschen vermessen, also statt den versprochenen 80 Quadratmetern gibt es 100. Und ich würde sagen, jetzt können wir auch gleich loslegen, nur noch schnell die T-Shirts erklärt. Da hinten die kleinen grünen Männchen mit Liebe erzeugt, das sind unsere Kinder. Ohne Liebe. Du trägst das T-Shirt. Genau. Jetzt noch der Anbauplan. Es ist Mai. Zum 5. Mal wollen die 3 Saisongärtnerinnen ihr eigenes Biogemüse anbauen. Bis in den Herbst hinein werden wir sie begleiten. Gut. Auf einem Feld, das die Landwirte mit unterschiedlichem Saatgut bestückt haben, stecken die Frauen ihre Parzellen ab. So hat jede dieselben Sorten. Ich habe hier zuerst mal Reihen mit Kartoffeln, dann Reihen mit Brokkoli, Reihen mit Salat, egal welche Sorte. Und dann sind zwischendurch immer noch freie Reihen, die ich dann individuell gestalten kann. Zum Beispiel mit Gemüse, das man besonders gerne mag. Ich habe jetzt hier Kohlrabi. Einmal ist das hier ein roter Kohlrabi und einmal ein weißer. Dann habe ich Salat. Das ist Batavia und Kopf. Es macht mir einfach Spaß und dass es nicht eben immer alles wie im Supermarkt verfügbar ist, sondern zu einer bestimmten Zeit. Die Radieschen zum Beispiel hoffe ich in 4 Wochen und ja, so geht das dann weiter und man erlebt die Jahreszeiten intensiver. Direkt nebenan liegt der Hof von Silke und Rainer Vogel, ein Biobetrieb mit rund 100 Mastrindern und 200 Mastschweinen. Zertifiziert ist er bei Naturland, einem der großen Bioanbauverbände mit deutlich strengeren Kriterien als die Biostandards der EU. Silke Vogel und ihr Mann haben 2010 den einst konventionellen Betrieb umgestellt. Und Jessica, wie weit bist du? Wir füttern jetzt den Schweinen noch ein bisschen frisches Gras. Früher waren hier über 250 Schweine untergebracht, in einem geschlossenen Stall mit Spaltenböden. Jetzt haben die Tiere Auslauf und Stroh für ihren Wühltrieb. In einen überdachten Bereich können sie sich zurückziehen. Über die Umstellung auf Bio ist Silke Vogel froh, weil sie sieht, dass die Tiere sich wohlfühlen. Es sind super intelligente Tiere. Ihnen geht's gut, wenn sie sich niederlegen und schlafen, wenn sie dabei völlig entspannt sind. Das kann man wunderbar erkennen an der Seitenlage. Also wenn ein Tier immer auf der Flucht ist, immer unter Stress steht, dann liegt es auf dem Bauch, immer bereit wegzurennen. Und wenn die hier auf der Seite liegen und die Beine so von sich strecken, dann ist das ein Zeichen für allerhöchste Entspannung. Auch die Rinder haben jetzt mehr Platz. 3-mal so viel Fläche wie bei der konventionellen Tierhaltung. Und sie bekommen alle 2 Tage frisches Stroh. Vogels betreiben Bullenmast. 1 Jahr lang stehen die Jungtiere auf der Weide. Dann werden sie geschlechtsreif, ungestüm und müssen in den Stall. Es ist einfach das Risiko zu groß, dass die unbewusst den Zaun umdrücken und dann sind die draußen. Täglich bekommen die Rinder Frischfutter. Das ist in der konventionellen Tierhaltung nicht üblich.
Den Hof haben die Vogels von Rainers Eltern übernommen. Schon seit der BSE-Krise hatten sie überlegt, auf Bio umzustellen. Für mich birgt Bio in sich, dass wir hier mit Mensch und Tier fair umgehen. Und wir haben eigentlich erkannt, dass es Sinn macht, wieder regionale Märkte zu erschließen, die Verbraucher mitzunehmen. Jeder Spaziergänger kann bei uns in den Schweinestall reingucken und das schafft einfach Transparenz. Und ja, das ist eigentlich der Weg, den wir gehen wollen. Und so bieten sie inzwischen auch Saisongärten an. Eine Gartenparzelle gibt es ab 130 € zu mieten. Nur Bio-Saatgut kommt in die Erde. Die Frauen haben auch eigenes mitgebracht, rote Beete und bunten Mangold. Die Hoffnungen sind natürlich, dass es ein grandioses Gartenjahr wird, dass es nicht so trocken wird wie letztes Jahr. Da hatten wir schon wirklich sehr mit der Dürre zu kämpfen und sehr viel zu gießen. Ich denke, das wird dieses Jahr besser werden, dass wir nicht so viel Kartoffelkäferschaden haben und eine schöne Ernte einfahren und viel Spaß haben vor allem. Mit welchen Herausforderungen werden die Hobbygärtnerinnen wohl diesmal zu kämpfen haben? Wir werden sie in ein paar Wochen wiedersehen. Noch der Besen. Es ist Juni. Hier blühen keine Blumen, hier blüht Gemüse. Und er ist kein Biobauer, sondern Pflanzenzüchter. Thomas Heinze entwickelt Biogemüse für den Saatgutmarkt und arbeitet in Echzell mit der Bingenheimer Saatgut AG zusammen. Ziel ist es, Sorten für den Ökolandbau zu züchten. Es gibt noch zu wenige. So dürfen Biobauern konventionelles Saatgut verwenden, wenn die gewünschte Sorte nicht in Bioqualität zu bekommen ist. Die Saatgutkonzerne haben den Markt mit Hochertragssorten überschwemmt, die die Anbauer nicht erneut zur Aussaat nutzen können. Wir wollen Sorten haben, die wir selber weiterentwickeln können und wo nicht die Weiterentwicklung eigentlich ganz in der Hand der Konzerne liegt. Zurzeit arbeitet der Agraringenieur daran, eine Brokkolisorte weiterzuentwickeln. Die Pflanze muss nicht nur für den Bioanbau geeignet sein, sie soll auch gut schmecken. Ich nehme da ein Stückchen. Ganz wichtig ist, dass man eben nicht nur die Blüte hat, sondern bei Brokkoli ist halt der Stiel, der Strunk auch ganz wichtig, weil der sehr viel Geschmack hat. Und würde jetzt ein ganzes Stück davon probieren. Und? Sehr gut, er hat Süße und hat ein bisschen Aroma, nicht zu stark dieses Kohlaroma, was man ja nicht will. Auch beim Salat geht es darum, robuste und geschmackvolle Biosorten zu bekommen. In der konventionellen Saatgutzüchtung standen lange andere Kriterien an oberster Stelle: hohe Erträge und einheitliches Aussehen. Der Geschmack spielte einfach keine Rolle mehr. Der Verbraucher hat auch nicht danach gefragt. Und erst jetzt durch den Bioanbau, wo man bewusster mit den Nahrungsmitteln umgeht, kommt auch die Frage nach Geschmack. Und nachdem das Gemüse ja nicht nur durch die Beilagen schmecken soll, sondern von sich aus, kommt überhaupt erst mal wieder zum Thema. Das heißt, Bio schmeckt immer besser? Das würde ich nicht sagen. Das kommt ja eben auf die Züchtung drauf an und natürlich auf den Anbau. Also auch auf die Art des Bodens und das Klima. 8 bis 16 Jahre dauert es, bis eine Neuzüchtung auf dem Markt ist. Stefan Donecker ist einer von rund 80 Gärtnern und Landwirten, die für die Bingenheimer Saatgut AG die Samen neuer Sorten vermehren. Meist im Freiland. Doch bei manchen Pflanzen wie hier den Möhren muss er besonders aufpassen. Auch bei den Kreuzblütlern wie Radieschen und Kohl. Kreuzblüter, das ist für uns doppelt bedeutend, nicht nur von der Blütenform her, sondern eben, weil sie auch so kreuzungswillig sind. Und da gehen wir dann eben in so einen geschützten Bereich mit Abnetzung und mit Insekten, die auch das Haus nicht verlassen. Für die Bestäubung setzt er Hummeln, Bienen und Fliegen ein. Heraus kommt Biosaatgut, das immer wieder vermehrt werden kann und auf dem kein Patent liegt. Sowohl die Züchtergemeinschaft als auch die Bingenheimer Saatgut AG verzichten auf jegliches Exklusivrecht. Abgepackt geht es in den Verkauf an Bioläden und Supermärkte, an Biobauern und Gemüsegärtner.
Wir sind wieder in Nidderau-Windeggen auf Hof Buchwald. Es ist Anfang Juni. Die Biosaat ist aufgegangen. Und die Kohlrabi sehen schon richtig gut aus. Wie ist es denn in den letzten Wochen so gelaufen? Ja, es war erstmal sehr trocken. Wir haben die ersten Wochen wirklich jeden Abend 15 Kannen Wasser pro Seite verteilt und viel geschleppt und viel gegossen. Und jetzt seit ein paar Wochen regnet es eigentlich pausenlos und es wächst und gedeiht, weil es ist warm und es ist nass und es wächst nicht nur das Gemüse, sondern es wächst auch das Unkraut in Hülle und Fülle. Ja. Unkraut überall. Manchmal übersieht Dagmar Bühler sogar ihre Gemüsepflänzchen. Zu jäten ist jetzt wichtig, sagt Peter Wolf, der auch hier einen Saisongarten gepachtet hat. Unkraut konkurriert mit den Nutzpflanzen, also raus damit. Außerdem hat das Hacken noch einen anderen Vorteil. Das Hacken hat eigentlich den Effekt, es lockert den Boden auf und es verhindert, dass die Feuchtigkeit aus dem Boden rausgeht. Einmal gehackt ersetzt 2- bis 3-mal Gießen. Das ist der Mangold, hier in der Reihe, in der vordersten. Bunter Mangold dieses Mal, gelber und roter. Der ist auch recht ordentlich schon. Also ich denke mal, in 2 Wochen können wir schon locker was Schönes davon ernten. Also das sind hier unsere französischen Radieschen. Die habe ich dieses Jahr zum ersten Mal ausgesät. Die schmecken ganz köstlich. Die sind halt rot und weiß und ein bisschen länglicher als die deutschen. Das ist was ganz Besonderes. Also ja, das ist schön, wenn man einfach so ein Bündel in der Hand hat. So ein bisschen mehr Erde ist einfach noch dran. Das ist halt frisch aus der Erde gezogen. Ihr selbst angebautes Biogemüse schmecke einfach noch besser als gekauftes, finden die beiden Saisongärtnerinnen. Mal sehen, was sie zu ihrer ersten Ernte sagen. Tja, jetzt wollen wir mal probieren, wie die jetzt schmecken. Sie sehen ja bombig aus, makellos. Tadellos. Super. Schön scharf, schön erdig. Genau, so wie es sein sollte. Das heute Abend aufs Brot. Läuft. Festlich. Hier sind 2 Stück. Da haben wir sie. Sie sind schon da. Früher als gedacht. Oh je. Igitt. Das sind die erwachsenen Kartoffelkäfer. Genau. Und die sind jetzt unterwegs und legen Eier. Genau. Und dann Deswegen ist es wichtig, dass man die so früh wie es geht entfernt. deshalb gucke ich auch unter die Blätter, weil dort praktisch der Laich dann liegt. Die Gelege, Also die Gelege, genau. Nach 2 Wochen ungefähr schlüpfen die Larven und dann geht es richtig los. Dann fängt die Fressorgie an. Und dann hat man im schlimmsten Falle, wenn Sie das hier so sehen, hat man in 2 Wochen später nur noch Strünke stehen. Und das ist dann das Ende der Kartoffelernte für dieses Jahr. Gegen Kartoffelkäfer ist leider kein natürliches Kraut gewachsen. Also konsequent im Grunde Konsequent absammeln, absammeln. als andere Dinge helfen nicht. Natürlich nervt das, aber ich meine, entweder ich mache Bio oder ich gehe konventionell. Ein Tod muss ich sterben. Peter Wolf stellt sich noch einer anderen Herausforderung. Ja, hier haben wir dann was Besonderes. Das ist ein Riesenkürbis. Die Sorte heißt Atlantic Giant. Kommt irgendwie von der anderen Seite vom großen Teich. Schönes Bild. Das ist so ein Rekordexemplar. Das kommt aus Australien. Laut Internet werden die bei den Hobbygärtnern so um die 100 Kilo. Deswegen habe ich den auch hier relativ nah am Zaun gepflanzt. Hier kann der Bauer dann mit dem Stapler hinkommen. Als Biolandwirt muss Rainer Vogel ganz ohne synthetisch-chemische Pflanzenschutzmittel und Kunstdünger auskommen. Er wendet eine mehrgliedrige Fruchtfolge an, um Nährstoffe wie Stickstoff in den Boden zu bekommen. Eine wichtige Pflanze ist der Rotklee. So, das, was wir hier sehen, das ist quasi der Motor der Fruchtfolge. Das ist hier eine ganz tolle Rotklee-Pflanze. Steht bei uns am Anfang von der Fruchtfolge. Der wird dann 2 Jahre angebaut. Da gewinnen wir Futter für unsere Tiere und dreschen auch immer noch den letzten Aufwuchs für Saatgutvermehrung. Und so ein Rotkleebestand wie der hier, der liefert mir dann den Stickstoff für die nächsten 5 Jahre für die anderen Kulturen, fürs Getreide, dann auch für den Mais. Also ohne Stickstoff wachsen meine Pflanzen ganz, ganz schlecht.
Ihre Futtermittel bauen die Vogels komplett selbst an. Darauf sind sie stolz und auch auf ihren Anbau von Soja. Soja, eine hochwertige Eiweißpflanze, geeignet für die Tierfütterung und auch die menschliche Ernährung. Doch selbst in der fruchtbaren Wetterau gedeiht sie nicht so leicht. Naja, aber die Soja wächst doch jetzt, wenn es mal richtig warm wird. Brauchen wir aber noch mal Regen innerhalb der nächsten 4 Wochen. Können wir mal gucken. Das Land Hessen fördert mit Unterstützung der EU sowohl Neuzüchtungen als auch den Anbau von Soja, nicht nur im Biosektor. Das Projekt liegt Silke Vogel sehr am Herzen, denn Soja wird in großen Mengen importiert und ist meist gentechnisch verändert. Es widerstrebt mir zutiefst, dass in anderen Ländern, auch Drittländern, der Regenwald abgeholzt wird, riesige Flächen in Monokultur mit Soja bebaut werden, um damit dann hier in Europa unsere Schweine zu füttern. In der Biolandwirtschaft wird deshalb auch die heimische Ackerbohne als Futtermittel verwendet. Bald könnte sogar die Sojapflanze ein fester Bestandteil im Ökolandbau werden. Zurück auf dem Hof. Alle 2 Wochen öffnet Silke Vogel ihren Hofladen. Dann gibt es Wurst und Fleisch aus frischer Schlachtung. Hattest du auch hier den Bauch bestellt? Diesmal nicht, nee, nur den Hals, aber eben ganz viel vom Rind. Ingo Thornagel ist Caterer und legt großen Wert auf Bioware. Ecke, das war nochmal Nuss? Das war nochmal Nuss, ja. Etwas mehr als... Rindfleisch kostet 40% mehr als das konventionelle. Schweinefleisch sogar das Doppelte. Warum? Also angefangen bei den Jungtieren, die kosten uns im Einkauf auch 3-mal so viel. Das zweite ist dann der Stallplatz. Unsere Tiere haben einen überdachten Auslauf, deutlich mehr Quadratmeter pro Tier. Und außerdem leben sie auf diesem Stallplatz länger wie konventionell gehaltene Tiere. Wir versuchen nicht die höchstmöglichste Tageszunahme zu erreichen, sondern gutes, marmoriertes Fleisch zu erzeugen. Die Marmorierung sorgt einfach dafür, dass bei einem vor allem ganz langsamen, schonenden Garprozess bei vielleicht 90, 100 Grad im Ofen vorher schön scharf angebraten, das Fleisch ganz langsam durchziehen kann und dieser Saft von dem Fett sich wunderbar in dem Fleisch einfach verteilt. Und was übrig bleibt, ist ein klein bisschen Fond, den man prima dann einfach nehmen kann für eine Soße. Danke euch. Ja, Ingo, mach's gut. Ja. Ciao. Tschüss. Esskultur nennt Ingo Thornagel sein Catering-Unternehmen. 2010 hat er es gegründet. Er beliefert vor allem Kindergärten und Kitas. Daneben macht er Event-Catering für Geschäfts- und Privatkunden. In Kleinkarben befindet sich sein Betrieb. An diesem Freitag bereitet sein Team die Speisen für ein privates Fest vor. Alles machen sie frisch, ohne künstliche Zusätze. Verwendet werden 80-90% Biozutaten, bevorzugt aus der Region. So, schau mal an. Ich habe den Rinderbraten, das Fleisch von dem Hof Buchwald, zum Anbraten für dich. Es gibt einen mediterranen Rinderbraten, den haben wir jetzt im Vorfeld schon mal schön mariniert. Mit Rosmarin, mit mediterranen Kräutern, mit Oregano dran, mit Thymian dran und Anni brät den jetzt schön an. Und gibt dem Ganzen schönen Geschmack. Ingo Thornagel schwört auf Biofleisch und besonders auf die Produkte der großen Anbauverbände Bioland, Demeter und Naturland. Im Biobereich ist es halt so, dass wir dann einfach nochmal oft sehr viel qualitativ hochwertigeres Gemüse haben. Das heißt, eine Möhre schmeckt sehr viel intensiver nach Möhre und das gibt mir natürlich am Ende dann auch wieder ein besseres Endprodukt beim Kochen. Für die Bratensoße hat die Köchin Möhren, Zwiebeln, Lauch und Sellerie mit Tomatenmark angeschwitzt und dann mit Wein abgelöscht. 3 Stunden bleibt der Braten im Ofen. Gemüse bezieht Ingo Thornagel vorwiegend von Querbeet, einem zertifizierten Biolieferservice aus Reichelsheim in der Wetterau. Wunderbar. Unsere Kartoffeln vom Hoppelhof. Die neuen Kartoffeln? Genau. Super. Obst und Gemüse stammen aus eigenem Anbau und von Biobetrieben möglichst aus der Region. Vom Hof. Schon euer erster Sellerie, ne? Das ist der allererste jetzt. Und dann nochmal fürs Buffet hier unten auch die
Buntmöhren, die sehen auch noch schön aus. Warum lässt Ingo Thurnagel seinen Betrieb nicht auch biozertifizieren? Wir verwenden einen sehr, sehr hohen Anteil an Bioprodukten. Das würde eventuell ausreichen für eine Zertifizierung. Aber der Verwaltungsaufwand dahinter ist mir persönlich im Moment einfach noch zu hoch. Denn als zertifizierter Betrieb müsste er Bio- und Nicht-Bio-Waren getrennt lagern, alles auszeichnen und genau dokumentieren. Und das ganze Jahr hindurch Bioware zu bekommen, das kann er nicht garantieren. Inzwischen ist es 18 Uhr. Gleich beginnt das Fest in Kilianstetten. Jetzt muss es fix gehen und alles perfekt aussehen. Das Konfetti, ein Veranstaltungsort mit Hofgarten, feiert Jubiläum. Die Besitzer haben Freunde und Bekannte eingeladen. Wie kommen wohl Ingo Thurnagels mediterrane Vorspeisen an? Gut gewürzt, gutes Öl. Das Fleisch war gut, war zart. Passt. Piment, Kartoffeln und Ofengemüse gibt es zum Rinderbraten. Wer nicht draußen sitzen will, kann drinnen an einem festlich gedeckten Tisch Platz nehmen. Das Essen, ganz besonders das Biofleisch, hat schon seine Fans. Der Geschmack, die Konsistenz. Ich bräuchte eigentlich kein Messer. Das war also überflüssig. Das war sowas von zart, aber jetzt auch nicht, wie soll ich das ausdrücken? Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war einfach nur perfekt. Wer hier auch mal feiern will, kann Ingo Thurnagels Esskultur gleich mitbuchen. Zurück auf Hof Buchwald. Es ist Juli geworden. So schön es hier auch aussieht, die Saisongärtner haben alle Hände voll zu tun. Ah, wieder ein Vieh. Die Kartoffelkäfer haben sich vermehrt. Hui. Hui, Deibel. Ja, die geht. Die Käfer gehen ja noch, aber dann nachher Die kleinen Larven, die Larven die und so, die kann man ja nicht einsammeln, die muss man also zerdrücken. Geschwächt vom Blattfraß hat sich bei vielen Pflanzen noch ein Pilz draufgesetzt. Ob sich da noch was Essbares aus der Erde ziehen lässt? Da sind sie. Gar nicht so übel. Das frühzeitige Käfersammeln hat sich offensichtlich gelohnt. Erstaunlicherweise sind sie dieses Jahr richtig gut und groß. Im Juli beginnt die Haupterntezeit. Dann gibt es die ersten Bohnen und Erbsen und jede Menge Zucchini. Der bunte Mangold sieht auch schon ganz gut aus. Und dann will uns Peter Wolf noch was Ungewöhnliches zeigen. Blaue Bohnen. Also die sehen ja irre aus. Ja, die sind schön. Die kenne ich überhaupt noch nicht. Und die Farbe, das ist Ja. so intensiv. Aber witzigerweise werden die grün beim Kochen. Also Da wenn man sie bleibt- kocht, sind sie Ganz normal, sehen sie sehen aus wie genau ganz aus wie normale andere Bohnen. ja. Apropos ungewöhnlich. Wie hat sich denn sein Riesenkürbis entwickelt? Ist der schon riesig? Man weiß nicht, was noch alles kommt, aber es sieht gut aus bis jetzt. Naja, in 5 Wochen ist er doch schon ganz gut gewachsen. Hier gibt's Biowürstchen. Auf Hof Buchwald wird die Eröffnung des Kunstmais gefeiert. Alle 2 Jahre legen Silke und Rainer Vogel zusammen mit Bewohnern ihrer Gemeinde ein Labyrinth in einem Maisfeld an. Jedes Mal bauen Künstler andere Werke darin auf. Diesmal zum Thema Grenzenlos. Über 1 Kilometer führt der Weg durch das grüne Meer. Plötzlich bunte Köpfe. Jugendliche Flüchtlinge haben ihre Erfahrungen und Gedanken zum Thema Grenze bildhauerisch umgesetzt. Und diese Hemden? Eine Anspielung auf die Bootsunglücke im Mittelmeer. Brücke der Hoffnungen heißt die Installation. Zugleich eine Grenze, die der Besucher selbst überwinden muss.
Tausende von Maschen, gebrannt aus verschiedenfarbigen Erden. Ein Netz der Freiheit, denn in der Mitte ist ein Loch. Witziges und Nachdenkliches. Oder auch Skurriles. Kein Bett im Kornfeld, aber im Maisfeld. Warum veranstalten Silke und Rainer Vogel so etwas? Das macht Spaß und wie gesagt, du kommst ja mit ganz vielen Leuten ins Gespräch und Es hat wunderbare Synergieeffekte, weil du heute als Landwirt echt auf total einsamen Posten stehst. Du wirst gehasst, weil du womöglich Häuser in Feldrandlage mit Staub beschmutzt, wenn du deine Äcker bewirtschaftest. Du wirst gehasst, wenn du über die Feldwege fährst, weil dort Leute mit Freizeitsportarten unterwegs sind. es ist einfach die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und der Landwirte, die ist einfach in den letzten 40 Jahren immer weniger geworden. Und das ist halt die Chance, einfach auch wieder mal die Leute auf die Höfe und in die Kulturlandschaft zu bringen. Auch einen Markt gibt es. Bio-Imker Holger Weiß stellt nicht nur Honig her. Das, was Sie da haben, ist jetzt der alkoholfreie Apfelsekko von alten Apfelsorten, von den Streuobstwiesen. Seinen Bio-Apfelsekko gibt's auch mit Alkohol, mit nur 5%. Schmeckt das? Ist leicht, aber gut. Man kann es empfehlen. So, wir haben hier noch einen Apfel-Balsamico-Essig, auch von alten Apfelsorten, der ohne Zusatzstoffe auskommt, ohne Aufzuckerung. Und den dürfen Sie auch gerne mal probieren. Schmeckt sehr gut. Ist schön. Nicht zu nach Essig, also nicht zu sauer. Und jetzt noch was Süßes hinterher. Das schmeckt sehr gut. Ja, da hat er recht. Sehr, sehr lecker. Dem Imker-Nachwuchs scheint's auch zu schmecken. Mit Holger Weiß und seiner Tochter fahren wir nach Aichen, zu einer der Streuobstwiesen, auf denen ein Teil seiner Bienenvölker steht. 25 verschiedene Apfelsorten wachsen hier. Im Frühjahr haben es die Bienen nicht weit, dann blüht es vor ihrer Haustür. Jetzt im Juli müssen sie ihren Flugradius ausdehnen, auf der Suche nach Brombeeren, Kräutern und Blumen, die Pollen und Nektar liefern. Das hier ist eine Brutwabe mit frischer Brut. Mittendrin die Königin, umgeben von Arbeiterinnen, die sie gerade füttern. Ein Bio-Imker darf pro Standort nur wenige Bienenvölker aufstellen. Die Bienenkästen müssen aus natürlichen Materialien bestehen. Zum Beispiel aus Holz statt aus Kunststoff. Und statt immer wieder billiges Importwachs zu kaufen, sorgt er für einen eigenen Wachskreislauf. Das ist praktisch selbstproduzierter Wachs. Und der wird dann hinterher von uns herausgemacht und eingeschmolzen und zu frischem Wachs verarbeitet. Und da die Bienen den frisch produziert haben, ist der auch rückstandsfrei. Und wir wollen hier rückstandsfreien Wachs rein haben, sodass nach 3, 4, 5 Jahren ein Bio-Imker seinen eigenen Wachs immer wieder verarbeitet. Über den Bruträumen befindet sich der Honigraum, die Vorratskammer eines Bienenvolkes. Und ist Honig drin? Also sehr wenig. Da ist also kaum was drin. Woran liegt's? Ja, das Wetter dieses Jahr. Ja. Es hat viel geregnet. Die Bienen haben das bisschen, was sie eingetragen haben, schon verbraucht. Diese ganze Veränderung vom Wetter, das macht den Bienen auch zu schaffen. Und sie haben nichts, was sie eintragen können. Hier haben wir eine Wabe, die ein bisschen voller ist. Das ist jetzt hier schon die Spitze. Das milde Wetter, vor allem im Winter, schafft ein noch größeres Problem. Es fördert die Vermehrung der Varroa-Milbe, ein fremder Parasit, der unsere Honigbienen vernichtet. Die Milbe setzt sich auf die Biene und saugt die also auch aus. Und in der Brut schädigt sie die Biene. Also das heißt, die Bienen haben deformierte Flügel, ja, können also nicht so gut arbeiten, ne? Also sind einfach extrem eingeschränkt. Und wenn das dann nicht behandelt wird, dann würde das Volk spätestens Ende des Jahres zusammenbrechen. Also es ist auch heute nicht mehr möglich, dass ein Bienenvolk ohne Imker überleben kann, weil die diese Behandlung gegen die Varroa brauchen. Das ist in jedem Volk so.
Es gibt kein Bienenvolk mehr, was varroafrei ist. Holger Weiß und seine Tochter entnehmen deshalb befallene Brut und gehen nach der Honigernte mit organischen Säuren vor. Ein konventioneller Imker darf dagegen Chemie verwenden und die kann über das Wachs in den Honig geraten. Dennoch, auch im Biohonig können Rückstände von Schadstoffen landen, zum Beispiel von Pestiziden aus der konventionellen Landwirtschaft. Denn eine Biene fliegt bis zu 5 Kilometer weit. Hier auf meinen Flächen wird also nicht gespritzt. Insoweit ist der Standort schon mal von Vorteil. Man kann sich natürlich nicht komplett abschotten gegenüber dem Rest Landwirtschaft. Das Bio ist auch hier eher zu verstehen als eine Haltungsfrage, wie ich die Tiere halte und was ich mit denen mache. Wir Menschen brauchen die Bienen. 80% unserer Nutzpflanzen sind auf ihre Bestäubung angewiesen. Zurück in Windecken bei den Saisongärtnern. Es ist September. Das ist ein Kürbis. Das ist mal ein Kürbis. Das ist so richtig schön. Peter Wolf präsentiert das Ergebnis seines Experiments. Das ist ja super. Toll. Also, den hast du auch richtig gut gepflegt, oder? Dass der nicht nass Guck mal, den wird. habe ich gerade noch poliert. Und Der glänzt. sieht aus wie ein frisch gezapftes Bierglas. Ja. Sehr schön. Wie viel Kilo hat er? Ich schätze mal so 40, 50. Nächstes Jahr machen wir dir Konkurrenz. Wird jetzt Dann denkst du dir was Neues aus. Der große Moment. Oh. Achtung. Oh. Rupp. Achtung. Go. Ja. Okay. Auch Bianca Quickenstedt macht eine fette Ernte. Hier. Toll. Das ist wie mit den Kartoffeln, oder? Die dicksten Kartoffeln, ihr wisst schon. Ist äquivalent. Und die Sonnenblumen? Die sollen im nächsten Jahr wieder unzähligen Bienen und anderen Insekten Nahrung bieten. Die werden jetzt noch ein bisschen länger getrocknet und dann werden die aus die Samen rausgelöst und dann nimmt man die nächstes Jahr und sät. Konstanze Schinkels freut sich über den bunten Mangold. Das ist wunderbar. Also die Kürbisse, die Möhren, die Pastinaken, hier zum Beispiel. Dann haben wir Blumen im Garten, Bohnen. Also das ist wirklich toll. Ich gehe zweimal in der Woche momentan hier hoch und ernte. Und ich kaufe wirklich definitiv kein Gemüse mehr dazu. Also für 4 bis 6 Personen irgendwie ist das völlig ausreichend. Nur mit ihren Pastinaken ist Bianca gar nicht zufrieden. Die sind eigentlich sonst größer als meine Möhren, jetzt mal hier im Vergleich. Ja? Und dieses Jahr sind die Pastinaken so. Ja, das ist total Das enttäuschend. ist total enttäuschend. Die sind größer als die Möhren sonst. Und das ist dieses Jahr, das ist jetzt die Ernte der Pastinaken nach einem halben Jahr in der Erde. Da haben wir uns so gefreut. Da habe ich mich so drauf gefreut. Aber die schmecken dann ganz besonders. Die schmecken besonders aromatisch. Soll ich die noch schälen? Wir sind wieder auf dem Sojafeld von Silke und Rainer Vogel. Im Juni waren die Pflanzen noch winzig. Jetzt steht bald die Ernte an. Aber von der Abreife her ganz schön ungleichmäßig. Na ja, gut. Ja. Hier, guck mal. Ja, ist noch ganz grün. Grüne, schwarze Schoten. Ja, guck, hier raschelt schon schön drin. Wenn sie nur alle jetzt schon so wären, ne? Ja, Wahnsinn. Trotz unterschiedlichen Reifegrads sind die Landwirte sehr zufrieden. So, gucken wir mal, die ist ja schon richtig braun. Die Schote. Ja, oh, guck mal. Ja. Gut aus. Ja, das ist ja ganz toll. Also wie gesagt, so Riesenpflanzen, so ein toller Schotenansatz, der so gut ist, das sieht man jetzt vielleicht, dass das Gewicht die Sojapflanze schon runterzieht. Also das verspricht hier einen ganz hohen Ertrag. Nun hoffen sie, die Bio-Soja mit noch mehr Fläche in ihre Fruchtfolge nehmen zu können. Denn die Sojabohne ist nicht nur ein optimales Tierfutter, sie bringt auch Nährstoffe in den Boden. Wir sind ja ein Demonstrationsbetrieb für Sojabohnenanbau und
Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Soja hier in Europa anbauen. Da muss man einfach Erfahrungen sammeln. Und das ist so, wie gesagt, wir hatten jetzt 2 ganz extreme Jahre. Letztes Jahr eine absolute Trockenheit und dieses Jahr hatten wir einen sehr niederschlagsreichen Sommer, der für die Soja sehr gut ist. Und jetzt gilt es einfach, dass die Züchtung für den mitteleuropäischen Raum einfach weiterkommt. Und da müssen quasi einfach Erfahrungen gesammelt werden bei den Landwirten. Vogels experimentieren neuerdings mit Speisesoja. Mit der Klimaerwärmung und neuen Sorten könnte auch das bald Erfolg haben. Bilderbuchwetter im September. Wir begleiten die Saisongärtnerinnen nach Wallernhausen. Hier gibt es ein Lokal, in dem viel mit Biozutaten gekocht wird und auch mit dem Biofleisch von Vogels. Hier ist es. Die Uhrenstopp. Beliebt auch wegen ihres besonderen Ambientes. Die 3 Frauen sind zum ersten Mal hier. 170 Uhren besitzt der Hausherr Werner Bethke. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Es ist schön, dass Sie sich in die Uhrenstube verirrt haben. Ich bin der Wirt hier. Und das ist die Wirtin Jutta Bethke. Alles kocht und backt sie selbst. Früher war sie Heilpädagogin. Für Bio-Lebensmittel hatte sie schon immer eine Vorliebe, weil sie gegen Chemie in der Landwirtschaft ist und für Nachhaltigkeit. Es leidet ja nicht nur die Erde damit, sondern auch alles andere. Von Kleintier bis Krabbeltier, von Rehen, Hase, Wespen etc. und Bienen. Und das ist mir ja sehr wohl wichtig, dass wir unsere Natur erhalten. Heute macht sie Schweineländchen im Schinkenmantel. Das Fleisch ist von Hof Buchwald. Rindfleisch gibt's auch beim Biobauern im Ort. Ansonsten holen Bethkes ihre Wurst- und Fleischwaren von Metzgern aus der Region. Billigfleisch kommt ihnen nicht in die Küche. Ich sage immer, man muss auch nicht immer Fleisch haben. Das gab es früher auch nicht. Da gab es auch eine Milchsuppe. Also wenn ich das 1-2 Mal die Woche esse, reicht es. Aber dann bitte ein gutes Stück Fleisch. Eine Uhr aus Bordeaux von 1820 für die Fleischerzunft. Die Uhrenstub hat so manche Schätze. Welches Lied spielt diese Uhr wohl? Das ist eine alte Flötenuhr aus dem Jahre des Herrn 1780. Sie hat 28 Flöten. Doch, ich kenne es schon. Irgendwie ganz hinten. Die Uhr hat ein Schwarzwälder Werk von der Firma Meyer. Sie ist gebaut worden für den englischen Markt. Deshalb steht auch Bristol drauf. Das soll eigentlich nur eine Hilfe sein für das Lied, das sie gespielt hat. Sie hat also englische Lieder drauf. Was war das jetzt für eine Melodie? Die Nationalhymne. Aber die war sehr schnell. Bald kommen die anderen Gäste. Werner Bethke war noch schnell beim Biobauern Käse und Milch holen. Bethkes kaufen ihre Lebensmittel zu 70% in Bioqualität. Doch es gibt Lieferengpässe, vor allem beim Fleisch. Wir bräuchten bis zum Wochenende etwa 10 Lenden. Und der Metzger hat gesagt, wir schlachten nur 4 Bioschweine die Woche. Die 4 Bioschweine haben aber nur 8 Lenden. Und er hat 300 Kunden. Den anderen Kunden möchte er auch gerne Lende verkaufen. Also hat er uns angeboten 2 Lenden. Wenn aber Filets und anderes Edelfleisch so schwer in Bioqualität zu bekommen sind, warum bieten Sie dann nicht andere Fleischgerichte an? Der Gast sagt, er hätte aber gerne, ich sage jetzt mal Rumpsteak oder Lende, dann möchte er halt eben kein Hackfleisch oder kein Schweinebraten haben. Die Bioländchen im Schinkenmantel sind fast fertig. Dazu frische Champignons und selbstgemachte Spätzle. Die Farbnoten kommen von Tomate, Spinat und Eigelb mit Kurkuma. Jetzt noch die Bratensoße mit Holundersaft, viel Wein und einem Schuss Pflaumenmarmelade. Für die Vegetarier gibt's die Spätzle mit Biogouda aus Schafsmilch.
Dankeschön, bitteschön. Vegetarisch. Danke sehr. Guten Appetit. Und wie schmeckt's? Ja, super. Also ich finde es sehr schmackhaft, sehr aromatisch. Ich habe ja hier die Käsespätzle mit Schafsgouda. Richtig gut. Also sehr schön. Und dann das Glas Wein dazu. Wunderbar gewürzt. Super. Wenn man deftige Hausmannskost jetzt mal möchte, also ne, das ist jetzt richtig so, was man so unter deftig versteht, dann ist das super lecker. Zurück in Windecken. Es ist Anfang November. In den Saisongärten wächst immer noch Gemüse. Die Chilis sehen sogar richtig gut aus. Auf Hof Buchwald ist die Ernte längst eingefahren. Die Frischfuttersaison damit beendet. Für die Rinder gibt's nun Kleegras-Silage, eine Art Sauerkraut für Tiere. Wir treffen morgens Silke Vogel im Büro. Als Betriebsleiterin sitzt sie jeden Tag mehrere Stunden am Schreibtisch. Ein Abtransport von Tieren steht an. Jede Woche bringt ihr Viehhändler 8 Schweine und 2 Rinder zum Schlachter. Für jedes Tier muss sie genau dokumentieren, wie es gehalten, gefüttert und transportiert wird. Bei Bio ist das Pflicht. Sohn Max ist über das Wochenende da. Er studiert Agrarwissenschaften in Bayern und packt mit an, sobald es was zu tun gibt. Will er mal diesen Betrieb übernehmen? Ein Biohof ist natürlich eine tolle Sache, aber ob ich jetzt direkt mit 25, wenn ich fertig bin, da einsteigen möchte, ich glaube, ich möchte aber erst noch mal ein bisschen was anderes sehen und dann habe ich ja immer noch die Chance, hier einzusteigen. Ich kann das auch absolut verstehen. Wie gesagt, er wird 23 und hoffentlich dann irgendwann mit 26 fertig mit dem Studium. Und da ist ja noch viel Luft. Und die Silke und ich, wir sind ja beide noch jung. Die Silke macht den Betrieb und da ist auch noch Platz, wo man einfach Zeit für Entscheidungen hat. Rainer Vogel hat entschieden, sich stärker in der Politik zu engagieren. Er ist Stadtrat von Nidderau geworden, Silke Stadtabgeordnete. Sie wollen sich auch auf politischer Ebene für mehr Bio in der Wetterau einsetzen. Wir brauchen kleine Schlachthöfe, Biometzger. Wir brauchen Lager für unser Getreide. Und was wir noch brauchen, sind neugierige Menschen. Wir brauchen die Akzeptanz in der Gesellschaft für Landwirtschaft im Allgemeinen und ganz speziell auch für unsere Biolandwirtschaft. Ja, weil der sandig ist. Abschlussessen der Saisongärtner. Eine Suppe aus eigenem Gemüse. Peter Wolf hat mal wieder was ausprobiert. Selbstgemachte Gemüsebrühe. Wie lief das Jahr? Manche Sachen waren wirklich gut. Da hat es explodiert, da ist es gewachsen wie blöd, da haben wir Ernten eingefahren. Ich glaube, bei euch auch. Im gelbe Rübenbohnen war der Hammer. Vielleicht haben wir nächstes Jahr wieder gutes Kohlwetter. Man steckt nicht drin. Wir machen sicher nächstes Jahr wieder und probieren vielleicht noch was Neues aus. Und Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch wieder dabei. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Es war eigentlich ein tolles Jahr, ne, Dagmar? Ja. Ich glaube, ansonsten hat jeder Brot. Zum nächsten Saisonbeginn wird Familie Vogel wieder ihre Hobbygärtner begrüßen und durchs Jahr begleiten.